Ja, herzlich willkommen zu meiner Show. Echt OG Show ist der Knaller. Mein Name ist Hikmet Suge und ich mache das mit den Tonschuhen seit über 30 Jahren. Ich denke, ich bin ein OG. Also ich glaube, einige Leute kennen den Begriff und deshalb bin ich hier. Was erwartet euch? Also wir machen jetzt hier so eine Talkrunde und ich werde Gäste hier dazu kriegen. Wir quatschen über die Geschichte, wie das Ganze angefangen hat. Ich glaube, viele Leute sind ja erst seit 2, 3 Jahren oder 5 Jahren dabei. Es gibt Leute, die machen das schon seit 30, 40 Jahren. Und eBay hat jetzt was ganz Geiles, das nennt sich Echtheitsprüfung. Und da ist auch schon mein erster Gast. Und das ist der Carlo. Der kommt jetzt. Herzlich willkommen, Carlo. Herzlich willkommen, Carlo. Normalerweise gibt es jetzt einen Applaus. Yeah, Melissa, dein Einsatz. Hallo zusammen. Ja, herzlich willkommen, Carlo. Vielen Schön, Dank. dass du da bist. Danke, dass ich bei der Originalshow dabei sein darf. Sehr gut. Wie heißt du nochmal? Also Carlo, das Lustige ist, ich habe hinter den Kulissen mit Gruß an Anna, ich habe dich immer Carlos genannt und sagte so, ich glaube, wahrscheinlich hast du das oft in deinem Leben wahrscheinlich schon gehört. Ja, das ist echt nichts Neues. Also jeder Zweite nennt mich Carlos, von daher alles okay. Ist mein zweiter Name quasi. Hervorragend. Carlos. Und was machst du? Du bist von eBay, ne? Genau, ich bin von eBay, ich bin Category Manager Luxury Sneaker. Hört sich krass an. Und kümmere mich viel um Sneaker bei eBay und genau, komme ursprünglich aus dem Sneaker-Einkauf, also habe auch eine Historie. Ich würde mich selber noch nicht als OG bezeichnen. Na komm, wenn du schon was in der Branche gemacht hast, dann bist du auch ein OG. Ja, deshalb bist du ja hier. Ich bin ein bisschen eitel und ich bin noch nicht so alt, weißt du, ich will nicht so alt wirken, deswegen bin ich kein OG. Für mich. Das stimmt, jetzt habe ich mich selber alt gemacht. Und du bist, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 29. Okay, ja, dann bist du wirklich noch jung. Ja. Sehr gut. Was machst du denn bei eBay? Also die Bezeichnung haben wir jetzt, Category Manager, Luxury Sneakers bei eBay. Genau, ist gar nicht so einfach. Ne? Ja, krasser Titel auf jeden Fall. Also wie gesagt, eBay ist selbst ja auch ein OG, gibt es ja schon lange. Das ist wohl wahr. Und genau, wir wollen beim Sneakermarkt wieder angreifen. Ich würde sagen, wir waren immer schon da und wollen jetzt noch stärker angreifen und deswegen bin ich auch bei eBay und genau, unter anderem haben wir die Echtheitsprüfung gelauncht gerade. Ich glaube, wir gehen später noch genauer drauf ein. Und das war natürlich in letzter Zeit jetzt ein großes Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben. Ansonsten rede ich viel mit Sellern, die über unsere Plattform verkaufen. Super, also ihr habt schon so angefangen, dass ihr mit den Leuten connected. Ich meine, gut, deshalb sitzen wir ja auch zusammen. Ihr habt mich ja auch connected. Und also ihr seid da schon deep im Thema drin. Ihr habt geguckt, was sind so die Stärken, Schwächen und seid dann sozusagen Angriff. Absolut. Und das ist uns auch super wichtig, dass wir halt einen Kontakt haben mit den Sellern selbst. Also wir wollen keine anonyme Plattform sein. Wir versuchen in den Austausch zu gehen und das Beste rauszuholen. Was hast du denn heute für Schuhe an? Das habe ich ganz vergessen. Ich wollte nämlich gleich von Anfang an... ist jetzt ein bisschen schwer, die vielleicht in die Kamera zu halten. Doch, wir haben einen super Kameramann, Flo. Ja. Ist jetzt nicht der neueste Schuh, aber ich habe natürlich einen Schuh angezogen, den ich bei eBay gekauft habe. Used, noch vor Echtheitsprüfung. Ist ein SB Dunk, Hemp Pack heißt das, 420. Ich glaube, jeder weiß, was das heißt. Ist nicht meine persönliche Vorliebe, aber super. Ja, dieses Hanfpaket war eigentlich ganz cool. Sieht gut aus, auf jeden Fall. Pass auf, ich habe hier ein paar Fragen. Warte, Hikmet, was hast du denn bitte an den Füßen? Was ist denn da schon wieder los? Und bitte mit Detail, was da los war. Aber wirklich, mein Gut, Gott. den habe ich jetzt das letzte Mal schon angehabt, wer unsere Insta-Story auf Talkshow verfolgt hat. Ich habe den Marsjahr 2.0 an und das Lustige ist, der nächste Gast, der hatte mich auch schon eben gefragt, was da los ist, ob der irgendwie reist. Nee, das sind Wunderkerzen. Ich glaube, die Geschichte kennen schon einige Leute. Silvester mit meinen Kids und Wunderkerzen, die hauen ja immer so eine Funken raus. Das ist so ein bisschen wie so eine Nylon-Downjacke und genauso ist das Material. Funken drauf und zack. Ja gut. Wenigstens rockst du sie. Ja, das ist wohl wahr. Aber ich glaube, jetzt, wenn ich mir die Preise angucke auf eBay, dann sage ich mir so, vielleicht hätte ich sie doch irgendwie verkaufen sollen. Ja, also zu den Fragen. Top 3 Sneaker. Okay. Top 3, die ich selbst habe oder auch muss ich nicht haben? Deine ne? Top 3, genau. Du musst sie nicht haben. Kannst natürlich auch jetzt von deinem eigenen Repertoire ausgehen, aber Top 3 Sneaker. Okay. Erster, der mir in den Kopf kommt, ist wieder ein Dunk SB, Stussy Cherry. Okay, cool. Ich mag einfach die Colorways super gerne. Braun mit Pink. Pink ist, oder rosa ist eine meiner Lieblingsfarben. Von daher ist er ganz top mit dabei. Habe ich leider noch nicht. Also wenn jemand ihn abgeben will, gerne kurz in die Kommentare oder so schreiben. Also den ersten hast du, Stussy. Genau. Den Cherry. Zweiter ist vielleicht auch, weil ich bei eBay arbeite, ist eine eBay Edition auch von Nike, SB Dunk. Gab es nur 2-mal das Ganze.
wurde versteigert für einen guten Zweck. Den zweiten, der den bekommen hat, das verrate ich nicht. Ich glaube, ich habe gerade in deine Karten geluschert, da kommt gleich noch ein Quiz zu. Und das Sample wurde zerstört. Also ist echt ein limitierter Sneaker auf 2 Paar und dann auch noch vom Arbeitgeber. Den hätte ich super gerne. Ich werde ihn aber in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Wahrscheinlich nicht. Ja. Außer du bist irgendwann mal CEO. Also passt auch bei eBay. Ich glaube, selbst dann wird es schwierig. Sehr gut. Ja, dann Nummer 3. Nummer 3, da werden sich jetzt viele wundern, das ist einfach nur ein Adidas Iniki. Also eigentlich ein stinknormaler Schuh, gar kein limitiertes Ding. Und ich habe so ein bisschen mit der Frage schon gerechnet, dass die kommt. Und für mich ist wichtig, ja, dass ein Sneaker auch zum Tragen da ist. Und an den habe ich halt super gute Erinnerungen, einfach persönlich. Mit dem bin ich um die halbe Welt gereist und deswegen, wenn ich den Schuh anziehe, dann kommen Emotionen hoch, positive und auch ein paar negative. Und ich kann den überall hin tragen und das ist für mich genauso wichtig, mindestens genauso wichtig, wie die Dinger zu sammeln. Und deswegen ist das meine Nummer 3. Ich habe leider keinen Applausbutton. Melissa, kannst du einmal klatschen, bitte? Ja, finde ich super. Also Nummer 3 gefällt mir ehrlich gesagt am besten, um ehrlich zu sein. Und echt super, echt gut. Was ich mitbekommen habe, also ich bin jetzt auch noch neu mit dem Echtheitsprüfungsthema sozusagen involviert. Das wirklich Besondere daran ist, weil du gerade gesagt hast, getragene Sachen. Das heißt, es werden alle Schuhe, du korrigierst mich, wenn das nicht stimmt. Ja. Jeder Schuh, also ich würde jetzt hier, ich habe ja auf dem Tisch ein paar Schuhe, Flo fängt dir ja wahrscheinlich ganz gut ein. Ich habe jetzt einen Schuh, den schicke ich, oder nee, ich verkaufe ihn bei eBay. Wichtig ist, glaube ich, der Verkaufspreis muss über 100 Euro liegen. Korrekt. Also alles unter 100 Euro nicht. Korrekt. Alles über 100 Euro geht automatisch zu dem Echtheitsprüfungscenter von euch. Genau, also keine Regel ohne Ausnahme, sage ich mal so, aber die Ausnahme ist so gering, ein paar Marken sind ausgeklammert, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber eigentlich jeder Sneaker, den ihr zu Hause habt, den ihr für über 100 Euro verkauft, der geht in die Echtheitsprüfung. Okay. Wird da von unseren Partnern SneakerCon überprüft auf Echtheit, kriegt dann den Hangtag. Ich hoffe, ich greife jetzt nicht vor. Nein, genau. Du sollst ja erklären. Am Ende des Tages, du bist der Mann vom Fach. Unser Hangtag hat einen NFC-Chip drin, das heißt, du kannst ihn auslesen, du hast alle Daten drauf, du kannst ihn direkt mit eBay verbinden und das Ding dann auch wieder reinstellen, falls du es verkaufen willst. Also echt Wenn ich das richtig verstehe, also du hast jetzt einen Schuh, sagen wir mal, verkauft, der Käufer hat den jetzt zu Hause mit diesem Tag. Richtig. Und er könnte jetzt den Schuh wieder weiterverkaufen, indem er einfach nur das Ding scannt. Genau. Also und dann hat er im Prinzip alle wichtigen Informationen. Genau, richtig. Wenn er den stockt oder sowas und den Tag gar nicht abmacht, kann er den irgendwann rausholen, kann scannen und hat dann direkt die Funktion, den auch, wenn er ein eBay-Konto hat, was ihr hoffentlich alle habt, ihn dann auch Wird direkt Zeit. Ich sage euch auch gleich warum. Ist ja super. Und aber das geht auch bei gebrauchten Schuhen, wenn ich das jetzt... Genau, gut, dass du es nochmal ansprichst. Genau. Jede Condition, also das ist halt das die Top-Sache eigentlich. Also jede Condition, alles, was ihr zu Hause habt, selbst wenn es irgendwie nur einen Kratzer hat in der Box, ihr wisst es selbst, ich nenne jetzt keine Konkurrenten, aber da wird das abgelehnt und wenn ihr es bei uns einstellt und richtig einstellt, dann wird jeder Schuh überprüft, egal welche Condition es ist. Solange Nur ganz wichtig, keine Fakes natürlich, weil die fallen durch die Echtheitsprüfung. Aber gebrauchte Schuhe, nagelneue Schuhe, mit Kiste, ohne Kiste, mit Einlegepapier, Schnürsenkel fehlt, alles kein Problem. Darf ich kurz eine sehr Frage gerne. von unserer Twitch-Community stellen? Und zwar Sava fragt, was passiert, falls mal doch ein Fake durchgehen sollte? Bei uns gehen keine Fakes durch. Das wollte ich hören, Alter. Genau so. Bezüglich Fragen, also wir machen nach Carlo, kommt nochmal eine Fragerunde, aber wir haben eigentlich auch schon fast alle Fragen durch, sozusagen, die ich ihn frage. Wenn ihr dann Bock habt, fragt ihr gleich auch nochmal und John liest uns die Fragen vor. Und, wenn genau, Carlo haut sie gerne Bock drauf rein in Twitch-Chat. So ist es. Also, getragene Schuhe, kein Problem. Kein komplettes Paket, kein Problem. Das Wichtigste, das A und O ist, dass sie echt sind. Ihr habt ein geiles Team. Also, wir haben es uns ja mit Talkshow mit John angeschaut gehabt vor Ort. Da sind wirklich Profis, die sind geschult von der SneakerCon. Und von dem Fall gehen wir jetzt mal nicht aus, dass das jemals passieren wird. Und, genau, dann nochmal großes Kompliment an die Jungs von SneakerCon, unser Partner, der das macht. Machen echt einen super Job. Und das Beste, was ich noch sagen darf, ja, sehr gerne. Deine Bühne. Aktuell komplett kostenlos. Also sowohl für Seller als auch für Buyer entstehen keine Extrakosten. Und ich finde, und ihr habt übrigens ziemlich geringe Gebühren. Wir haben absolut geringe Gebühren, 5% aktuell.
Krass. Plus natürlich Sternchen, 35 Cent Fixkosten oder Fixgebühren, um ganz korrekt zu bleiben. Aber ich finde, das ist echt ein super Angebot. Also 100-Euro-Schuh würde mich sozusagen 5 Euro plus den 35 Cent Gebühren kosten, also 5,35 Euro zahle ich an Gebühren an eBay, wenn ich jetzt verkaufe. Ja, ich war in Mathe nicht der Beste, aber das habe ich auch noch immer den hinbekommen. Leistungskurs. Ich gucke immer da rein, aber eigentlich muss ich ja da reingucken. Also seid mir nicht böse, wenn ich irgendwie da noch ein bisschen unrund laufe. John hilft mir ja auch dabei immer. Ich bin bei dir, Alter. Ich bin Danke, immer du bist der an deiner Beste. Seite. Und ich freue mich auch später über das Feedback von euch. Das heißt, es ist unsere allererste Show gemeinsam und wenn ihr sagt, Hikmet, ganz ehrlich, tu mir einen Gefallen, guck mir in die Kamera oder Hikmet, tu mir einen Gefallen, geh aus dem Bild, könnt ihr alles schreiben. Letzte Frage an dich. Quick and dirty, wir wollen ja nicht die Leute strapazieren hier. Wenn du einen 100% eBay-Gutschein-Rabattcode hättest, welchen Schuh würdest du kaufen? Es gibt ja Rabattcodes bei euch, ne? Ich habe leider keinen. Aber es gibt sowas, oder? Es gibt ja ab und an so Aktionen, wo Genau, du kannst es auch, glaube ich, Rabattcodes verschenken oder sowas. Genau, es gibt Rabattcodes etc. Also es gibt eigentlich fast alles auf eBay. Ja, ein Schuh, wenn du ihn reinstellen würdest, genau den Schuh, den du gerade trägst, Okay. da würde ich, glaube ich, zuschlagen. Das ist einer meiner Traumschuhe, muss ich ehrlich sagen. Ich würde ihn auch in dem Zustand noch nehmen. Okay. Aber, Also, liebes eBay-Team, ihr könnt ihm auch mal einen Rabattcode zukommen lassen. aber ich glaube, bei der Größe, dann könnte es nochmal kritisch werden. Aber ist ja Was hast du für eine Schuhgröße? Genau, habe ich gar nicht Ich habe eine gefragt. 11 oder Okay, nee, da wird's 45. knapp. Oh, ich auch, aber Dann seid wir ihr kommen uns nicht in die Konkurrenz. Quere. Okay, kriegen dann wir nehme ich hin. deine Gucci-Sneaker. Die Leute fragen schon, was ich heute trage, ist mir unangenehm. Sehr gut. Ja, Carlo, vielen lieben Dank. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann würde ich mich freuen, wenn John uns mal ein paar Fragen zukommen lässt. Ich kann ja hier nochmal gucken. Jo. Ich habe hier noch ein paar Fragen, also wenn er braucht, ne, ich bin auf jeden Fall für euch da. Carlo, unter anderem sowas wie internationale Käufe und Verkäufe. Nur nette Fragen, okay? Alle Klärchen. Internationale Käufe ist ein guter Punkt. Darf ich, glaube ich, noch nicht so viel zu sagen, aber ja, könnt ihr euch vielleicht denken, warum ich nicht so viel drüber sagen kann. Machen wir aktuell nicht. Aktuell ist es Deutschland only, sowohl Seller als auch Buyer. Aber wer weiß, was in der Zukunft noch kommt. Ja, hast du noch eine Frage für uns, John? Na, sicherlich, Fotografiker. Kann man alte Jordan 4er verkaufen, wo beim ersten Anfassen die Sohle wegbröckelt? Das ist ja vielleicht denn so, dass es keine... Das ist ja mehr dann als Sammlerstück vielleicht. Also werden die dann auch so behandelt oder muss der Käufer denn entscheiden, was er damit macht? Nein, absolut. Und die Jungs vor Ort, das sind alles selbst absolute Sneakerheads. Und die wissen natürlich, je älter das Ding wird, dass sich die Condition auch ändert. Und dann wird er natürlich auch anders angeguckt, der Schuh. Also von daher kein Problem. Je älter der Schuh ist, desto vorsichtiger erstens natürlich auch. Aber dass dann irgendwie die Condition nicht mehr 1A ist, das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Okay, super. Die meisten werden wissen, Hikmet hat eine eigene Marke, nennt sich Sonra. Werden die auch geprüft beim Verkauf? Gehören die zu den Marken, die gecheckt werden bei eBay? Darf ich das beantworten? Ja, klar, gerne. Oh. Es gibt auf der eBay-Seite also pages.ebay.de und da ist dann Echtheitsprüfung und da sind alle Marken aufgeführt, die dazugehören und da gehört auch Sonra dazu. Und ja, es könnte ja passieren, dass auch Sonras gefaked werden, insbesondere bei einigen Schuhen, die jetzt mittlerweile über 2.000, 3.000 Euro bringen und die Jungs von der Sneakercon sind da sehr geschult. Genau. Yeah, ich konnte auch eine Frage beantworten. Hey, nicht schlecht. Hast du noch was, John? Bin stolz auf dich. Es kommt tatsächlich sehr oft die Frage, deswegen haue ich die jetzt mal rein, was ist mit eBay Kleinanzeigen? Das gehört ja so nicht zur Echtheitsprüfung, soweit ich weiß, ne? Nee, genau. Die Echtheitsprüfung läuft über ebay.de und deswegen kauft da einfach die Schuhe und dann habt ihr die Echtheitsprüfung auch. Genau, so werden wir es machen. Vielen Dank. Erstmal, hier geht's richtig steil, ne? Okay. Eine würde ich noch kurz raushauen. Von DJ Tombisch, kommt hier über Twitch rein. Bleiben die eBay-Gebühren egal bei welchem Verkaufspreis? Also wird es daran angepasst? Wird da mal mehr, mal weniger? Oder wie ist da die Abwicklung? Wenn ich jetzt einen Schuh verkaufe für 101 Euro oder für 1001 Euro? Nee, also es gibt nochmal eine Einschränkung. Also es wird nochmal weniger ab einem gewissen Punkt. Jetzt hast du mich jetzt aber auch schon spät. Alles gut. Ich habe eigentlich nicht mehr Dienst. Also ich bin außer Dienst, deswegen entschuldigen meine eBay-Kollegen vielleicht, die gerade zugucken. Ich weiß nicht genau die Grenze, aber könnt ihr alles nachlesen. Also es wird eher günstiger, oder? Es wird günstiger, definitiv. Also umso teurer der Schuh, umso günstiger wird es. Genau. Aber 5% ist so das... Ich glaube, es sind 990 Euro. Bitte verhaftet mich jetzt nicht auf den Preis. Okay. Ja. Carlo, das wollten wir eigentlich nur hören. Danke dir. Gerne. Sehr, sehr cool. Ja, vielen Dank. lieben Dank an Carlo und Melissa, was ist mit Applaus hier für Carlo? Ich bin auch dabei Vielen beim Dank. Applaus. Danke dir. Carlo, Danke dir Hammer, fürs sehr Kommen. geil. Dankeschön. Hikmet, Ja. du hast noch einen Gast, ne, hab ich gehört. Was meinst du? Du hast noch einen Gast, habe ich Ja, gehört. ich Da habe noch einen kommen Gast, auch aber noch wir zu. machen zwischendurch noch was. Und zwar, wir haben ein Quiz.
Da. Wir haben ein Quiz für unsere Zuschauer. Und ich habe mir gedacht, was wäre ein echt OG-Quiz ohne echt harte Fragen, denke ich, oder? Sind die hart, meinst du? Was meinst du, John? Ich fand die relativ schwer, muss ich sagen. Aber du, weißt du, Respekt an alle OGs, Respekt an Hikmet, Respekt an Niklas. Ich bin schon eine Weile dabei, aber da muss ich wirklich ein bisschen nachdenken, Hikmet. Okay, also. Ich habe jetzt ein paar Fragen für euch, also damit es nicht ganz so langweilig wird für euch. Und zwar hätte ich gerne einen Preis ausgelobt, aber ich glaube, das mache ich das nächste Mal. Ihr könnt ja sagen, ob ihr Bock drauf habt, aber jetzt geht es wirklich um die Ehre. Das ist jetzt mies, wa? Sowas zu sagen, um die Ehre. Also, erste Frage. Carlo hat es ja schon ein bisschen vorweggenommen. Wann kam der, aber er hat es nicht gesagt, glaube ich, wann er rauskam. Wann kam der eBay SB-Dank raus? Welches Jahr? Ich habe hier 1997. Nee. Oh, 2020? Nein. 2007. Oh, Bergant hat hier die richtige Antwort. Und Tropfenerde auch, Tobias auch. Also bei mir ist hier sind Kenner dabei, hier sind echte OGs dabei. Hier sind auch echte OGs, Hikmet, bei Twitch. Da geht die Party ab. Gut, dann können wir es ja schon mal lösen. Also für diese Frage gibt es einen Punkt. Da machen wir wirklich eine Frage nach der anderen. Ja. 2003 ist die richtige Antwort. Der eBay SB-Dank kam 2003 raus. Wie Carlo gesagt hat, gibt es zwei Paar. Ein Paar ging damals 2003, wurde erstmal ein Muster erstellt in den eBay-Farben, die alten eBay-Farben, und hinten das Nike-Logo wurde auch in dem gleichen Font wie das eBay-Logo geschrieben. Der Gewinner konnte dann seine eigene Größe auswählen. Der Schuh ist für 30.000 US-Dollar weggegangen und der Schuh wurde dann geschreddert oder besser gesagt zersägt, das Muster, was sie für die Fotos genommen haben, und dann in der Größe des Käufers hergestellt. 2018 aber kam nochmal ein Schuh, und zwar hat Sandy Bodecker, der Gründer oder der im Prinzip die SB-Serie injiziert hat bei Nike, sorry für den Versprecher, hat zum Abschied, als er sozusagen seinen Job sozusagen dann an den Nagel gegangen hat, weil er einfach raus ist, hat als Dankeschön auch den eBay-Dank nochmal bekommen. Ja, gibt es da noch Fragen zu? Nö, ne? Ja? Ich habe hier einige 2003er und ich habe gerade mal gefragt, ob die es wussten oder ob die aufmerksam bei Carlo zugehört haben vorhin, weißt du? Ja, hattest du das gesagt, Carlo? Nee, hast du nicht? Denn Nein. sind hier wirklich... Also, ja, habe ich nicht gesagt. Carlo hat mitgedacht. Hikmet, ich habe OGs hier in meinem Twitch-Chat. Ja, hervorragend. Ja. Und das Ganze wurde damals, diese 30.000, das hätte ich noch vergessen, die gingen an die Tim Brauch Foundation. Das ist im Prinzip für die Skater-Leute, die kennen den Namen. Und super Sache. So, nächste Frage jetzt. Okay? Absolut. Nächste Frage. Nenne die Adidas Run DMC OG Sneaker Kollektion. Also ich habe unser nächster Gast, der würde das sofort aus dem FF hinkriegen. Aber haben wir da schon was? Ist da schon jemand dabei? Kann da jemand schon... Ich habe noch nichts hier. Also... das ist schon... Vielleicht stelle ich mal kurz meinen nächsten Gast, der kommt einfach dazu. Niklas, komm mal rein. Also mein nächster Gast, Niklas Beckert. Niklas! Der alte Hase überhaupt, der Sneaker-Pionier. Ja, komm mal hin, genau. Mein alter Kompagnon Niki. Yeah. So, willst du die Frage beantworten? Ich kann die Frage beantworten. Ich kann dir aber auch hier ich weiß auch so. Also Eldorado, Fleetwood, Brockham und der Ultrastar. Genau. Und das Besondere an den Schuhen war ja, dass die alle auch ungelaced getragen werden können. Sprich, da waren Gummizüge drin, dass du die Laces rauslassen kannst. So, das wäre jetzt die adäquate Antwort gewesen. Dafür hätte es jetzt 4 Punkte gekriegt. Hat jemand die 4 Punkte, John? Außer Niklas? Also Niklas, das war beeindruckend. Wirklich, Niklas, Applaus für dich. Das war ein Auftritt. So kommt man nie auf die Bühne bei echt OG. Also, wie Niklas gesagt hat, Run DMC hat ja, ich glaube, viele Leute kennen das Aerosmith-Video und Walk This Way. Da siehst du ja, wie Run DMC die Treppe runterkommt, also die drei. Und sie tragen da Superstars ohne Laces, aber so zu laufen mit normalen Superstars ist schon nicht ohne. Viele haben sich damals, Niklas korrigiert mich, damals sich selber Gummizüge da irgendwie reingenäht. Und in der offiziellen Kollaboration mit Adidas war es dann so gewesen, dass den Ultrastar gab, eine leicht abgewandelte Version vom Superstar. Metallösen, hinten das Dreiblatt-Logo drauf und aber mit Gummizügen, genauso wie bei den anderen 3 Modellen, so dass du sie wirklich ohne Laces tragen kannst. Das Lustige, oder das wie auch immer, die anderen Namen, Brookham, Eldorado und Fleetwood, das sind Cadillac-Namen, also von der Automarke Cadillac. Und zwar, ich glaube, viele kennen das so aus alten Hip-Hop-Videos. Die Jungs stehen oder standen, wie auch immer, auf alte Cadillacs mit geilen Speichenfelgen und sowas. Und das ist so die Inspiration für die Schuhe gewesen. Aber was man noch dazu sagen muss, es war die erste Non-Sports
Collabo, die Adidas gemacht hat. Es gab vorher noch nie irgendwas, was Adidas gemacht hat, wo kein Sportler dahinter stand. Also So ist es. Run DMC war das erste Non-Sports Collaboration Endorsement Thema. Und also haben wir das alles Run DMC, außer Michael Jordan, haben wir das alles Run DMC zu verdanken mit Adidas, dass wir jetzt diese ganzen Kanye West dieser Welt bekommen. Nächste Frage. Du sagst, wenn die Leute schon meckern, John, dass Die wir sind hier noch voll auf Zack. Also, Mr. Marvin, schönen Gruß an dich. Du bist auf jeden Fall wieder mit den Witzen ganz weit vorne, Digga. Nächste Frage, Mr. Hickmet. Okay, also nächste Frage. Das ist jetzt was für die jüngere Generation, denke ich persönlich, für die ganzen Hype-Leute. Da weiß ich jetzt nicht, ob du das beantworten könntest. Ich vermute nicht. Ich hätte 2 vielleicht gewusst, aber ich wollte ja auch fair sein, dass nach dieser Oldschool-Frage jetzt eine New-School-Frage kommt. Wie heißen die 3 Louis Vuitton-Modelle von Kanye West? Wir wiederholen mal ganz kurz die Frage nochmal für die Twitch-Leute. Also, wie heißen die 3 Louis Vuitton-Modelle, die Schuhmodelle, Kanye West, die Kanye West damals designt hat? Das war ja noch vor Nike, ne? Ja. Ja, also es war Louis, Oder zeitgleich Nike, gab's, ja, irgendwie so Louis, Nike, Adidas war, glaube ich, der Ablauf. Wie hießen die Modelle? Wenn jemand es weiß, haut mal gerne rein in mein Twitch oder bei Hickmet gerne natürlich auch auf IG Live oder wo auch immer ihr möchtet. Haut alles rein. Ich hab hier schon einen. Ja, echt? Erzähl mal. Ja, und zwar haben wir Count Destroyer, sagt Jasper. Okay, Jasper ist richtig, ist schon mal einer. Einer, genau. Es gab 3 Modelle. Wir brauchen noch 2 weitere Fragen, 2 weitere Antworten, Was bitte. trinken magst, ja. Oh, da kommt der nächste, bitte. Gerne. Ich habe hier noch eine zweite Ja, Antwort. erzähl du. Also ich glaube, Jesper haben jetzt hier viele gesagt. Ja. Dawn. 32 hat mir einer geschrieben, Louis, Vito und Toni. Ja. Der ist gut. Dawn ist noch mit dabei. Und Don ist richtig. Das stimmt. Warum heißt er so, Hickmet? Also erstmal Jesper ist nach dem wie heißt der, Stylisten benannt, genau. und zwar IBN Jesper von Kanye, und Don ist Don C, und zwar der damalige Manager von Good Music von Kanye West, also von dem Plattenlabel. Richtig. Danke. Der dritte, den dritten habe ich hier auch am Start. Echt? Erzähl. Ja, Mr. Hudson. Mr. Hudson, richtig. Yeah. Nicht schlecht. Und Mr. Hudson da bist du der Musiktyp, Richtig. Johnny? War gesigned damals von Kanye bei Good Music. Ich glaube, er ist schon lange nicht mehr da. Ja. War ein Sänger, der irgendwie 1, 2, 3 Projekte mit Kanye gemacht hat und dann, glaube ich, einfach gedroppt wurde. Aber immerhin hat er einen Schuh in seinem Namen. Glückwunsch, Mr. Hudson. Also habt ihr jetzt alle 3 zusammen, also den Jesper, den Don C oder den Don und den Mr. Hudson. Die gab es nochmal in anderen Colorways, und ich glaube, wenn ihr jetzt auf Ebay guckt und unter beendeten Angeboten mal reinschaut, dann schlackert euch die Ohren, was die Leute für so eine Schuhe aufrufen. Jo, dafür gab es 3 Punkte. Also theoretisch, wenn ihr jetzt bisher alles richtig gemacht habt, habt ihr jetzt 8 Punkte bisher. Nächste Frage. Das ist jetzt wirklich, also ich denke, das ist einfach und das muss schon auf jeden Fall, das muss man wissen. Wofür stehen die 3 Buchstaben HTM? Oh, HTM. HTM. Da grüßt dich jemand. Grüße an. Ja, die Niklas-Liebe ist hier auch weit vorne, ne? Also, Niklas, du wirst heftig gefeiert. Ich krieg hier Privatnachrichten ploppen hier auf. Krass, dass Niklas bei euch ist. So, HTM, Hickmet, habe ich hier bis jetzt noch keine Antwort. Also, das war doch nicht so leicht, wie du wahrscheinlich dachtest. Doch, ist doch einfach, oder? Ja, eigentlich ja. Ich glaube, ihr könnt auflösen. Also, ich sehe hier gerade absolut nichts. Okay, also reinkommen. HTM ist das Designer-Trio von Nike, das Nonplusultra-Trio, und zwar Hiroshi Fujiwara steht für das H, T steht für Tinker Hatfield und das M steht für Mark Parker, daher HTM. Jetzt googeln alle aber langsam, schreibt hier einer. Du, das hier ist echt OG, ey. Hier geht's auf jeden Fall nach vorne. Ja, okay, also dafür hätte es jetzt 3 Punkte gegeben. Gab es da jemanden, der das hatte? Oh, doch, jetzt kommen sie auf einmal rein, ne? Ja, Berghand schreibt hier gerade was. Ja, ich habe hier auch, Mist, sehe ich jetzt gerade. Hiroshi Fujiwara, Gründer des einflussreichen Designhaus Fragment, Tinker Hatfield, legendärer Designer und Vater des Air Max One, sowie Mark Parker, Sneaker-Visionär und CEO von Nike. Na bitte. Ja, ich habe doch einige richtige Antworten hier im Nachhinein. Ist Und Bob aktualisiert hatte das gerade. als erstes hier. Bob, du hast 3 Punkte. Sneaker Bob, Hiroshi, Tinker und Mark. Boah, Berghand gibt aber hier richtig Text, ne? Der weiß genau Bescheid. Berghand, schönen Gruß. So, letzte Frage vom Quiz. Puma. Und zwar, dafür gibt es jetzt 2 Punkte. Wie viele Colorways gab es vom ersten Puma-Kleid Yo MTV Raps? Wir wollen ja jede Marke hier vertreten haben, ne?
Hikmet, kannst du in der Zeit mal, ich glaube, mich erinnern zu können, dass da mal ein Raffle bei dir vor der Store-Tür war, ne? Zu dem Ja, also Schuh? zu dem Release von dem einen Colorway, das war das allererste Mal, dass in Deutschland Leute von einem Laden kampiert haben. Und zwar war das halt für den Puma-Kleid Yo MTV Raps. Heute wahrscheinlich alle ein großes Fragezeichen über den Kopf, aber das erste Mal Campen hat für einen Puma-Schuh stattgefunden. war es friedlich? Ja, war sehr friedlich. Ja. War auch ein Fernsehsender da gewesen. Es waren jetzt nicht viele Leute, es waren, ich glaube, 3 Leute oder einer hat es auf jeden Fall übernächtigt. Und dann kamen die meisten dann kurz vor Release noch vorbei. Geil. Das war 2006, also 15 Jahre ist das Ganze her. Ja. Das erste Mal campen vorm Laden, 15 Jahre her. Wie viele Colorways gab es vom ersten Puma-Kleid Yo MTV Raps? Hier wird eine 5 reingehauen. Nee? Warte, hier kommt bei Insta, sehe ich noch eine 3. Nee. Okay. Soll ich auflesen? Ich glaube, du musst auflösen, Alter. Okay, also es gab 2 Colorways. Es gab einmal den, ich sag mal die komplette Bezeichnung, also Black Beetrot Purple White, der lilane. Das war der Colorway, den es weltweit in einer kleinen Stückzahl in den Top-Sneaker-Boutiquen gab. Und es gab noch einen grün, das war der Black Lime Green White. Den gab es offiziell, also zumindest sollten es nur 50 Paar sein, die an Promis und VIPs rausgingen. Man munkelt, dass das ein Fehler war und es nicht nur 50 waren, sondern 500. Und es sind davon nämlich ganz viele im Outlet aufgetaucht. Irgendwann hat einer dann einen kompletten Size Run bei eBay verhökert und dadurch ist das Ganze dann aufgeflogen, weil von den 50 Paaren wäre jetzt sehr unwahrscheinlich, dass da ein kompletter Size Run oder mehrere Size Runs im Outlet auftauchen. Daher, ja, Gruß an Puma. Ja, das war's. Also, wenn ihr jetzt eure Punkte zusammenrechnet, hättet ihr theoretisch, wenn ihr jetzt echt OG seid, 13 Punkte. Also es gab für die erste Frage gab es 1 Punkt, für die nächste mit den Run DMC Sneakern 4 Punkte, für die 3 LV-Modelle gab es 3 Punkte, für HDM gab es auch 3 Punkte und für die letzte Frage 2 Punkte. Insgesamt 13. Also Carlo hat mir das vorgerechnet, weil er meinte, er ist ja Mathe-Genie. Und echt OG bist du mit 13 Punkten. Wenn du 11 bis 12 Punkte hast, dann bist du ein OG. Wenn du 9 bis 10 Punkte hast, dann bist du ein Boomer. Und wenn du 0 bis 8 Punkte hast, dann bist du New Kid on the Block. Also ihr könnt euch jetzt selber euch ein Kärtchen ausdrucken, euch das an die Stirn kleben oder aufs T-Shirt heften. Ich bin gespannt. Vielleicht könnt ihr ja mal 100 Punkte, hat jemand, sagt hier einer. Super, so, jetzt zu dir, Niklas. Jetzt herzlich willkommen. Also das war's mit der Fragerunde. Wie auch eben, was hast du an den Füßen? Vielleicht kann Flo das mal einfangen. Geht. Willst du was dazu sagen? Ja. Na, das ist ein Cross-Trainer in der Safari Edition und ein Oldschool-Schuh für mich, bloß eine neue Auflage und ja, alles was Safari ist, habe ich ja schon mal gefeiert. Das stimmt. Genau, gab es auch als Air Max, aber den Schuh, also im Endeffekt den Colorway gab es ja damals schon als Safari 87. Genau, Safari 87, richtig. Oder eigentlich war der Safari, wie hieß er denn sonst noch? Nicht Wildwood, der hatte noch einen eigenen Wildwood Namen. gab es auch noch. Im Prinzip war der Genau, erste der Safari Windrunner. So ist es, genau. Und Ja. bis Marquis hat ihn getragen gehabt Genau. und ist dadurch eigentlich so durch die Decke gegangen. Auch ein geiles, ich meine, damals waren ja auch so ziemlich cool gewesen, wenn du jetzt die alten Sachen hattest, so mit Snake oder mit sonst welchen Patterns auf den Schuhen. Das war dann natürlich ganz cool. Ja. Deine Top 3 Sneaker? Also meine Top 3 Sneaker sind, da ich ja nun mal vom Oldschool komme, Jordan 1er, Jordan 4er, beide die schwarz-roten, Bread halt und die ganze Attitude-Serie einfach, also Metro Attitudes. Von Adidas. Genau, von Adidas, praktisch Ewings Attitudes, Metro Attitudes, also die Silhouette Ewing. Auf Deutsch, wie es jeder genau. Oldschooler kennt, sagt dazu Ewing, aber eigentlich ist es ja ein Attitude, der hat ja 1000 Namen gehabt, der Schuh. Ich habe dich gar nicht richtig vorgestellt, sorry. Ja. Das war jetzt so spontan gewesen durch die Fragerunde. Für alle, die aus Berlin sind und die schon länger sich mit der Thematik beschäftigen, die kennen Niklas. Für einige Leute ist es so die Untold Story. Niklas ist der Pionier überhaupt, wenn es um Tonschuhe geht, im deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar auch auf dem globalen Markt. Erster Typ, der mit Tonschuhen im Prinzip, also in diesem damals schon Hype-Segment gearbeitet hat, erste Sneakerbude aufgemacht hat und Schuhe importiert hat und viele Silhouetten, die wir heute feiern, im Prinzip im deutschsprachigen Raum etabliert hat, wie jetzt ein Revelry, Forums. Adidas macht jetzt gerade zum Beispiel Forums. Niklas hatte damals kann ich mich noch gut erinnern, die Velour, also so Suede-Varianten in lila, in blau und keine Ahnung was.
Und ja, das ist Niklas. Aber auch die Erzähl mal. silbernen waren gut. Die silberblauen, die die silbernen- DJ Towatay von D-Light getragen hat. Das war ja damals so der Hype. Ich habe eine Frage zwischendurch hier auf Ja, bitte, Twitch, gerne. beziehungsweise keine Frage, sondern Robin Ra schreibt, bei Niklas im Laden habe ich vor circa 30 Jahren meine ersten Superstars gekauft, waren aber die Schwarzen. Schwarz-Weiß oder was? Ja, Kannst du Wahrscheinlich, mal ja, ich fragen, gehe oder mal was? davon aus, die schwarz-weißen Superstars. Na, es gab ja Also- welche mit schwarzer Kappe, ne? Schwarze Kappe, schwarze schwarzes Kappe, genau. Mitsohle oder schwarze Sohle, Genau. schwarze Leder, weiße Streifen. All Und dann Black gab- waren so die ersten Re-Releases, 91. Und davor gab es ja die jeder haben wollte. Das waren ja die schwarzen mit der weißen Kappe, die damals auch eigentlich durch Stussy so bekannt geworden sind. Darum wollte die jeder haben. Passiert dir das öfter eigentlich, dass Leute zu dir kommen und sagen, du, bei dir habe ich meinen ersten Schuh gekauft vor so und so vielen Jahren und ein bisschen in Erinnerung schwelgen? Du, wirklich aktuell im Laden bei mir kommen Leute rein mit einem Kinderwagen oder schon mit ausgewachsenen Kindern häufig, die dann sagen, hey, bei dir habe ich damals meine ersten Jordans gekauft oder Air Forces oder Escapes und ja, erkennen mich dann wieder und sind dann wie ich ein alter Sack sozusagen. Alter Sack. Ja, Sind wir beide, glaube ich, jetzt, ne? Du bist sogar älter als ich. Du bist 71er, ne? genau. Also, falls ihr da draußen zuhört und zuschaut noch. Die nächste Rechenaufgabe, das nächste Quiz, wie alt Genau, ist man, was wenn man macht 71 geboren plus ist? 73? Genau, oder wie alt ist man, wenn man 71er ist? Aber das ist einfach. Ja. Bist du dieses Jahr 50 geworden? Ja, Ach ja. du Scheiße. Herzlichen Glückwunsch Danke, nachträglich. Ja, also, was wollte ich sagen? John, was wollte ich sagen? Ich wollte gerne was sagen. Ja, erzähl, sag Niklas, eine ganz kurze Frage. Ja. Also wir haben jetzt gehört, dass du vor bestimmt 30 Jahren quasi mit dem ganzen Business angefangen hast. Ja. Was genau machst du denn jetzt eigentlich in 2021? Also wie war denn so die Transition für dich über die letzten 30 Jahre gesehen? Ich verkaufe immer noch Turnschuhe, habe einen Laden in der Eastside Mall, bin immer noch Passion Sneakers, aber ab und zu designe ich halt auch Sneakers. Ich habe jetzt damals für DevShop oder auch für UFO 361 Turnschuhe designt und mache Turnschuh-Designs, aber verkaufe immer noch Turnschuhe, immer noch das Gleiche. Ist immer noch so viel Liebe da? Immer noch so viel Liebe da, ja, klar, natürlich. Die Range ist halt viel größer heute. Ich bin immer noch so, mir geht es darum, dass ein Turnschuh mir gefällt und nicht, wie der gehypt wurde, wie der Marketing da rumgeht, wie limitiert der ist. Es gibt viele geile Schuhe, die gar nicht limited sind, die aber trotzdem cool sind halt so. Ich glaube, vielleicht ist es auch ganz interessant, den Leuten einfach mal zu berichten, wie das hier überhaupt losgegangen ist. Ich meine, wir kommen ja aus einer Ära, das ist jetzt wirklich, sorry an alle da draußen, das ist jetzt wirklich Boomer-Talk. Wir sind ja noch aus einer Generation, wir kennen ja noch die Zeit, bevor es Internet gab. Wir sind auch noch, ich hatte letztens irgendwie ein Gespräch mit Patze, kennst du ja auch noch, Ja. Gruß an Patze übrigens, wo wir noch über Beeper gequatscht haben, über Pager hier, also oder Telefonzellen, wo wir 20 Pfennig reingeschmissen haben. Also wie hatten das Ganze angefangen? Also lass uns das aus Berliner Sicht sehen, weil ich glaube schon, dass wir als Lokalpatrioten, also wir sind übrigens echte Berliner, also Niklas ist Berliner, ich bin Berliner und ja, erzähl Bei mal. uns war es ja so, in West-Berlin aufgewachsen, wir beide mochten Hip-Hop und also ich war ja noch Skater zu der Zeit oder Graffiti-Artist, was ich immer noch bin und wir wollten halt die geilen Schuhe haben, die es ja nicht gab. Wir sind dann halt in die Ami-Siedlung gegangen, ins PX und haben dann irgendwie geguckt, ob wir die selber kaufen können. Ich habe es irgendwie 2-3 Mal geschafft oder hatten Leute, die uns die rausgeholt haben, irgendwelche Amis und wollten halt, damals waren es ja Superstar, Kareem Abdul-Jabbar oder auch mal Jordan oder so weiter. Und dann war es einfach so, gut, irgendwann ist man nicht mehr reingekommen. Das Problem bei uns in Deutschland war, Adidas hatte nur schwarze Schuhe, schwarz-weiße Schuhe. Wenn es mal ganz bunt war, dann war es vielleicht weiß-blau. Und das war es schon. Und Nike hatte zwar auch ein paar coole Colorways, aber nicht wirklich viele. Und dann war halt so das Ding, entweder können wir es von den Amis holen. In Amerika gab es damals schon crazy Colorways, aber auch Materialien. Damals gab es ja schon in den 80er Jahren, weiß ich, Adidas mit Ostrich-Leder, mit Snakeskin und so weiter. Die ganzen Da war Concords Deutschland noch und so, weit also der hinterher. Superstars. Genau. Total. Und dann war es einfach so, dass ich irgendwann auf die Idee kam, ich muss den Stuff aus New York rüberholen. Also ich bin das erste Mal rübergeflogen nach New York. Bist du damals das erste Mal rübergeflogen, wirklich mit der Kaufabsicht, Schuhe zu kaufen, oder bist du rüber, weil du einfach Ich gesagt hatte eine hast, Ausstellung damals zu der Zeit in New York oder in Oklahoma City. Bin über New York geflogen, habe für mich selber Sachen geholt und kam zurück und jeder wollte mir die Sachen abkaufen. Dann bin ich 3 Monate später wieder rübergeflogen und habe wieder Sachen mitgebracht und wieder wollte jemand alles mir abkaufen. Dann war mein erster Trip so, dass ich rübergeflogen bin, eine Menge Geld vorher zusammengesammelt habe, mir eine Liste gemacht, was jeder haben will. Und es waren dann 12.000 D-Mark, die ich zusammengesammelt habe und irgendwie 60 Paar Schuhe, die ich mitbringen musste und Hosen und keine Ahnung, welche Stüssi-Sachen. Und so hat es Bubblicious. angefangen. Das habe ich 2-3 Mal gemacht und dann habe ich gemerkt, okay, das ist eine Marktlücke
und habe gesagt, gut, dann musst du jetzt einen Store damit aufmachen. Und das war dann im April 1991, also praktisch genau vor 30 Jahren. Also, das ist sozusagen der Ursprung der Sneaker Stores 1991. Und dann war es ja so, dass, wie gesagt, ich habe es ja immer weiter verfolgt, dieses Importieren von Schuhen. Bin damals teilweise einmal die Woche nach New York geflogen oder alle 2 Wochen und habe die in New York eingekauft. Eigentlich darf man es nicht, war eine Art Grauimport. Man durfte ja nicht Schuhe rüber importieren. Und habe das dann sehr lange gemacht. Und dann kam ja 96, dass ich der erste Vertreter bei Adidas war. Stimmt. Du hast ja Der das. erste Adidas Originals Vertreter mit dem Rudi Haselbeck war ich gewesen, weil dann es gab halt eine Zeit, wo Adidas noch ihre Lizenz abgegeben hatte an Vision Streetwear. Und die ersten Superstars in Deutschland Waren auch von Vision Streetwear. Stimmt. Genau. Und Die dann braun-schwarzen waren das, ne? Genau. Braun-schwarze und noch eine andere Farbe. Genau, was. dann haben sie gemerkt, okay, da ist eine Marktlücke, wir übernehmen das wieder selber. Und dann hat Heberlein und Mauer, so eine Agentur, mich angehauen und meint, ja, kannst du erstmal auf der Messe für uns arbeiten. Habe ich dann so meine besten Schuhe rausgeholt von Adidas und die haben das alle nie vorher gesehen. Und dann ging das auch relativ schnell, dass ich bei Adidas angefangen habe und Marketing wie aber auch im Vertrieb gearbeitet habe. Also wir mussten damals halt die Stores rausfinden, die cool genug sind, um Adidas Originals zu haben. Habe ich dann 2 Jahre gemacht und so ging es dann immer weiter mit dem Ladenstore. Und dann, du hast ja eigentlich von Anfang an dann irgendwann bei mir angefangen. Also eigentlich hast du ja dann... Ich habe die komplette Anfangszeit. Aber das Lustige ist, jeder, der mich kennt, weiß, ich falle gerne ins Wort. Das ist eine Unart von mir, aber das ist das erste Mal, dass ich meine Schnauze halte und zuhöre. Das ist echt spannend. Erzähl mehr. Ja. Also, du hattest im Prinzip nicht nur sozusagen Sachen importiert. Irgendwann hast du sozusagen aus diesen Importgeschichten in deinem Laden nebenbei dann noch bei Adidas eigentlich den Grundstein gesetzt für die ganzen Konsortiums dieser Welt heutzutage. Aber jetzt nochmal zurück zur Zeit damals. Also, wie hat das stattgefunden? Also, wie hast du sozusagen die Sachen aufgespürt? Also, wusstest du dann, hast du dich dann mit Locals da in New York irgendwie... Na, ich hatte ja einen Geschäftspartner ganz am Anfang, Okay. Joe. Joe, kenne ich auch noch. Joe war halt von Panem, war New Yorker und hat im Ghetto gewohnt, in Brownsville, wo man sich als Weiß eigentlich gar nicht hintrauen darf. Und ich bin dann mal zu ihm geflogen, wir haben den Laden zusammen aufgemacht und er wusste halt, wo den Stuff gibt. Also es war halt in Brooklyn in der Pitkin Avenue hieß es. In so Wir wollen nicht so viel die kennt verraten, man gar nicht mehr genau. heutzutage, aber das waren halt wirklich die Ghetto-Straßen. Und da hast du dann im Backroom irgendwie den heißen Scheiß bekommen. Und ich weiß noch, dass ich damals parallel mit mir, also 91, 92, hat James da auch eingekauft. Und James kennt ja jeder heute, das ist der Supreme gegründet hat. Weil James hatte damals einen Store, der hieß Union in der Spring Street. James Jabber, Genau. Union, gibt es ja jetzt die Collabs noch. Und da habe ich den damals schon kennengelernt und der hatte dann erst den Union Store, danach hat er dann den ersten Stussy Store aufgemacht und dann irgendwann kam ja Supreme und das ist ja durch die Decke gegangen. Aber der hat damals auch, wie ich, in Brooklyn im Ghetto da irgendwelche Sachen zusammengekauft und in Manhattan sie für viel Geld verkauft. Also Super. so Vintage war das sozusagen. Crazy. Also ich könnte jetzt stundenlang zuhören. Was habe ich denn hier noch auf der... Also Da steht noch ein Schuh auf deinem Tisch. Ja, genau, warte, machen wir gleich. Ich Da würde bin aber ich noch gerne gespannt. noch, also ich finde die Geschichte spannend, auch wenn ihr jetzt nicht mehr zuschaut. Ich schwelge gerade in Erinnerung. Haben wir den Namen schon genannt von deinem Store? Nee. Siehst du? Also der erste Laden hieß Street Life und danach irgendwann umgenannt in Mad Flavor. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, J1 hatte, glaube ich, irgendwann mal so ein Logo gemacht Genau. gehabt. Und Das war ja dann auch noch so, wenn du überlegst, der erste Mad Flavor Store in der Krummestraße, da war ja nebenan Kid Paul mit ja, Delirium. stimmt, mit Delirium, genau. Und ich hatte den Mad Flavor, also ich war mit Delirium zusammen der erste Laden. Stimmt. Und dann war das Problem, dass bei mir die Hip-Hop-Kids kamen, die immer Sneaker kaufen wollten. Und dann kamen die ganzen bei ihm kamen die Techno-Leute zur Technos. Mayday Da waren und, halt wirklich was war das, zur eigentlich die Love später- Parade. Genau, die Techno-Größen wie Tanit, wie weiß ich, Alien und so Ja, ja, weiter. genau. Aber die Hip-Hop-Kids haben die immer angemacht und meinten, ja, ihr scheiß Technos. Damals war noch so ein So ein Streit Beef. dazwischen und dann haben wir gesagt, okay, das läuft nicht zusammen, ich mache den Nebenladen genau daneben auf und habe dann mit Flavor aufgemacht. Als Okay. Einzelladen, genau. Ja, super. Ansonsten hatte ich hier noch stehen die ganzen Styles, die du. Aber was, glaube ich, noch für Berlin super typisch war die Nike-Schuhe. Ne? Also ich meine, hier sind ja in Berlin sind ja Trends entstanden, viele Silhouetten sind etabliert worden. Aber ich glaube, der größte Trend damals zu unserer Zeit war die umgangssprachlich Nike Escapes genannt wurden. Aber es waren ja die Nike Lahars, Nike Son of Lavadoms, Nike Lavadoms, insbesondere der schwarz-rote. Ich glaube, viele Oldschool-Heads jetzt zu Hause können sich daran noch erinnern. Einige haben noch
welche wahrscheinlich im Schrank. 89er Flights und so weiter und so fort. Ja, Also mir krass. rufen mich immer noch ständig Leute an und fragen, ob ich ihnen Escapes besorgen kann. Das ist kein Witz halt so. Das Lustige, ich habe ja dann, nachdem wir Trainer gegründet haben, war dann auch die erste Zeit, habe ich das erste Mal eBay genutzt. Das ist das. Ich habe meine ersten internationalen Connecte habe ich über eBay gemacht. Das war auch die Zeit, wo so jetzt vom 58K Modem irgendwann, 56K Modem, vom 56K Modem, für alle Leute da draußen, die das nicht kennen, das ist jetzt wieder Boomer Talk. Damit wir ins Internet konnten, mussten wir sozusagen uns einwählen. Es gab dann halt so Anbieter, und dann hast du so ein Geräusch gehört. Das nennt sich dann Modem. Genau, da warst du theoretisch bei AOL oder hattest irgendwelche anderen Zugänge. Und es war langsamer, als wenn ihr auf ihrem Handy dieses E seht. Also langsamer als Edge war die Verbindung. Und dadurch waren die meisten Internetseiten noch gar nicht grafisch, sondern viel mit Text. Ich weiß noch, Nike Talk zum Beispiel oder Crooked Tongues war das erste Forum im europäischen Raum, das englische Forum. Und so habe ich dann die Leute kennengelernt, auch bei eBay dann kennengelernt. Und damals war halt so Zahlmöglichkeiten, glaube ich, ein großes Problem. Aber wir hatten ja auch noch Sneaker TV zu der Zeit. Stimmt, das deutsche Forum für uns Sneaker war TV. TV. Genau, Grüße an das Der Leute, Sneaker. da sind bei Sneaker TV gewesen. Grüße an das Sneaker TV-Team von damals. Es war das erste deutschsprachige Forum, was sich mit Sneakern auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, viele Leute, auch jetzt ein Sneakerbob, der jetzt hier gerade dabei war, das waren so die Leute, die im Prinzip da auch beim Sneaker TV-Forum waren. Ja, eigentlich habe ich hier fast alle Fragen durch, aber du hast einen Schuh mitgebracht, wie John gesagt hat. Vielen Dank, John, übrigens. Ich bin jetzt hier vorne. Und zwar haben wir uns überlegt, vielleicht ist das eine ganz lustige Sache, ihr könnt ja sagen, ob ihr es so lustig findet. Jeder Gast ab jetzt bringt ein paar Schuhe mit und ich kaufe diese Schuhe ab zum aktuellen Marktpreis. Ich gucke dann sozusagen bei eBay rein oder wir haben jetzt vorher nicht geguckt, aber du sagst mir, ich vertraue dir, bist ja ein alter Buddy von mir. Wir gucken bei eBay rein, unter beendeten Angeboten kann man meistens, so habe ich das immer gemacht zumindest, oder mache ich das meistens, dass ich unter beendeten und verkauften Artikeln schaue und so kannst du im Prinzip dann auch rausfinden, was so ein Schuh ungefähr wert ist. Du hast mir jetzt einen Schuh mitgebracht, Ja. Ich kaufe dir diesen Schuh jetzt zum Marktpreis ab und damit ihr als Zuschauer davon auch was habt, verkaufe ich diesen Schuh danach auf eBay zu Retailpreis. Also das Hammer. heißt zum ursprünglichen Retailpreis ohne die Marge drauf, so dass ihr was davon habt. Wie genau, das werde ich euch dann in der nächsten Folge erklären oder bis dahin zumindest, wo ihr die kaufen könnt. Aber es wird auf meinem eBay-Account sein. Ich habe einen eBay-Account übrigens, den habe ich jetzt wieder aktiviert. Und erzähl mal, was hast du Bei denn dabei? dem Schuh wäre es ja fast auch noch mal eine Quizfrage, weil der ja von 2004 ist, was der damals gekostet hat. Weil ich meine, der Schuh kostet ja heute im Retail einige Euros mehr, als er damals Das gekostet hat. stimmt, das stimmt. Was haben damals Johns gekostet in D-Mark-Zeiten noch? Weißt Zu du das noch? D-Mark-Zeiten 269, teilweise 199. So Genau, wenn sie dann im ging's für Sale war. 199 Ja. D-Mark raus, noch so Vierer, 1990, 89? Vierer 89 und 5er 90, genau. 199 D-Mark, ja. Das ist aber, glaube ich, ein 2007er-Dings da, glaube Und ich, ne? eigentlich, was jeder wissen müsste, ist eigentlich der erste Jordan 1, was jetzt immer noch so ein Hype ist, war ja damals ein totaler Flop. Und den hast du damals bei Karstadt und Voll. irgendwelchen Schuhhäusern bekommen für 49 Für ein Apfel und ein Ei haben sie dir D-Mark. hinterhergeschmissen. Also auf der Schlossstraße in Steglitz 49 D-Mark. Kann ich mich erinnern. Ich hatte damals im ersten Laden Jordan 1er Weiß-Blau Metallic. Die wollte keiner haben. Die habe ich für 99 D-Mark verkauft. Heute super Jackpot. Super Jackpot. So. Ja, was hast du dabei? Okay, die Jordan 5er mit der 23 drauf. Also Jordan 5er hatte Niklas ja schon gesagt gehabt, war von 1990. Den Original-Colorways waren es 4. Es gab einmal den Black Metallic, dann den also weiß-roten mit der übrigens das erste Mal, dass übrigens ein reflektierendes Material benutzt wurde auf einem Basketballschuh. Das erste Mal, dass eine Clear-Sohle benutzt wurde. Das war, jetzt ist das so Standard für viele, aber für uns war das so 1990 der Knaller. Erstens kein Swoosh auf dem Ding drauf und dann auch noch im Prinzip so eine Clear-Sohle. Du guckst auf den Schuh, siehst dann noch dieses Jumpman-Logo. Das war Nonplusultra für uns gewesen. Ich finde, dass bei Jordans damals war es so wie heute beim iPhone. Wenn ein neues iPhone kommt, denkst du, was ist das Neueste daran? Und damals war es bei dem die Clear-Sohle, bei dem Vierer waren es diese Antennen, Dreiecke, wo man ja, genau. fürs Lacing-System. Ja, ja. Und beim Sechser war so der absolute Hype, dass du da reinfassen konntest. Der Stimmt. Sechser hatte die Löcher und es hochziehen Und konnte. hinten Man hat diesen immer Haken gedacht, noch, was genau. ist das Neueste, Geilste, kann der neue Jordan so? Weil Ja. ist so wie heute beim iPhone halt für mich. Voll. Ja, 5er Jordan, noch mehr, also Inspirationsquelle war die Kampfjets aus dem Zweiten Weltkrieg, die Spitfire. Daher diese wie sagt man, diese Zacken da dran.
Dann das erste Mal übrigens auch so ein Fast-Lacing-System, also so ein Lace-Ding, ja, sorry. Das war schon echt innovativ. Der ist als Retro, die 23 meines Wissens gab es nur auf dem Weißen damals für die normalen Kunden und die 23 auf dem Schwarzen war nur für Michael Jordan auf seinem Spielerschuh drauf gewesen. Das ist noch ein Retro, die ersten Retros waren dann mit Jumpmans drauf. Also die ganz allerersten, die gab es auch mit Nike Air drauf, aber den 5er gab es dann halt nur mit einem Jumpman drauf. Erzähl mal, was willst du dafür haben? Noch die Karten eigentlich drin? Das ist ja noch Nee, die ich glaube Karten, nicht. die damals Ich dabei waren. Johnny ist mehr so der. Die habe ich so gefeiert, habe ich alle gesammelt, ne? Aber gibt's das noch? Nee, gibt's nicht mehr. Ah, Gibt's nicht schon lange nicht mehr, leider. Deswegen, die ist auch noch dabei, ist ganz wichtig. Ja. Hier für die Kamera. OG-Karte. Ja. Da wird sich Super. der eBay-Echtheitsprüfer freuen. Ist schon mal ein gutes Indiz. Also Größe 13, ne? Deine Ja, Größe ist Größe US 13. 13, genau. Niklas hat die großen Füße. Ist super für den amerikanischen Markt übrigens. Also da werden die Amis sich freuen, wenn ich den auf eBay packe. Was willst du dafür haben? Ich habe aktuell gar nicht so wirklich geguckt halt so. Ich habe Okay, ein paar super. Konkurrenten geguckt halt so. Ja, die gehen ja irgendwas, sagen wir mal, bei 400, 500, 600 Euro mal weg. Was willst du haben? Von dir dann 600. Ja, ist das Player Price, was hier kommt? Friends and Family. Hätte oben anfangen sollen, da unten, weißt du so. Hickman, mach mal ein bisschen hier Bares für Rares. Verhandel Ja, mal ein genau. bisschen. Ja, Lass dich hier nicht mal... Sind hier noch ein paar Gruß an Schükrö übrigens. Schükrö Pelivan von 4 Räume, ein Deal. Stimmt, ja, schön Gruß. Nächstes Mal lade ich ihn ein übrigens. Auf jeden Fall. Schükrö kommt bestimmt auch. Ja, Das war auf 600, jeden- Ja, so. ich denke, ist realistisch. Ich habe auch schon gesehen, dass gerade große Größen gehen auch teurer weg. Ja. Zustand ist Tutti. Ich drücke jetzt an der Sohle nicht rum. Also der sieht okay aus. Ich kaufe dir den ab für 600. Wenn es dir recht ist, ich würde es jetzt nicht Ja. bar machen. Du stellst mir eine Rechnung, wir machen das ganz offiziell. Und ja, vielen lieben Dank. Das war's eigentlich. Nee, eine Frage habe ich noch, die hatte ich Carlo ja auch gefragt gehabt. Und zwar, würdest du einen 100% Gutschein bekommen von eBay? Was würdest du dir für einen Schuh kaufen wollen? Ich würde immer noch bei meinen Oldschool-Schuhen bleiben. Und welcher mir fehlt, ist der Zweier wieder. Alle meine Zweier sind zerbröselt. Shit. Ich weiß, dass du Ist die überhaupt hast mal oder wieder ein hattest. Zweier rausgekommen? Also es kommt jetzt mit, John, gibt es einen mit Zweier gerade ja, mit aktuell? Off-White kommt jetzt ein Ja, der wurde gerade verschoben. Kommt jetzt nicht mehr der im Low, der sollte am September. 23. September kommen, Genau, der wurde wurde jetzt verschoben. verschoben. Ja. Ein Zweier John. Aber der ist ganz nice gemacht eigentlich, ne? Mit dem Cracking und so, das sie nachgebaut haben. Also der Weißt könnte... du, was damals für den Loomis war, für den Zweier Jordan, wo der rauskam? Nee, absolut Es nicht. hieß immer, dass den Zweier Jordan Giorgio Armani designt haben. Genau. Das war der Oh. Loomis. Also sie waren Echt, made in Italy und dann Genau. ging das Gerücht rum, dass Giorgio Armani die für Nike gemacht hätte. Geil. Es wurde Ach, noch nie- stimmt, weiß keiner lieb bis ich. heute. Vielleicht kann uns einer von Nike das bestätigen oder nicht Ja. bestätigen. Werden wir in der nächsten Folge dann wahrscheinlich aufklären können. Auf jeden Fall. Kannst du mir noch einen Gefallen tun? Da hinten ist noch ein Beutel mit 2 Schuhen. Ich würde gerne, 43,5 hat einen super Schuh gemacht. Der kommt jetzt ab Samstag. Ja, genau, da sind 2 Schuhe drin, super. Adidas, ein ZX 10.000. Oh, der ist geil. Den haben Lieben sie Gruß nice gemacht. habe ich heute bekommen von Olli und Mischa von 43,5. Den würde ich gerne nochmal in die Kamera halten wollen. Samstag geht's los, das Raffle. Das geht dann auch eine Weile. Also das heißt, wenn ihr jetzt am Sonntag unser YouTube-Video seht, dann ist das noch aktuell. Da könnt ihr euch für ein Raffle eintragen. Der ZX 10.000 von 43,5. Dann, John, hattest du gesagt, was kam noch am Wochenende raus? Wir haben den LD Waffle, Sakai und Klotz Ah ja, genau, der von Sakai Nike. Klott LD-Waffel kommt raus Ja. und jetzt ein bisschen was haben wir da? Eigenwerbung natürlich auch noch und zwar dann noch der Sonra, der Heimweh, der kommt jetzt auch am Sonntag, am 12. Das heißt, genau, wenn ihr auf YouTube seid, ist dann der Release von dem. Und das war's schon für die Folge. Hammer. Vielen lieben Dank an Carlo, vielen lieben Dank an eBay, vielen lieben Dank an Melissa, John, Flo und an das ganze Jam FM-Team und natürlich dickes Dank an euch, dass ihr zugeschaut habt. Und noch ein ganz kurzer Ausblick für nächste Woche oder in 2 Wochen ist das nächste Mal am 23.09. Und zwar kommt Quote. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, wie ich ihn announce. Quote, ein echtes Original mit Berliner Schnauze, mit Hang zu Vintage, Adis und alles mit 3 Streifen drauf. Und Julia, die OG Sneaker Queen der deutschen Sneakerkultur. Also reinschalten, vielen lieben Dank an Da sind alle. wir alle, was geht und denn hat ab, ey? echt Spaß gemacht. Vielen lieben Dank fürs Bis zum Zugucken. nächsten Ne? Mal. Danke. Bis Ciao, dann, ciao. schönen Abend. Melissa, Ciao. Applaus. Wir tun alles für echt. Weil Fake keine Option für uns ist. Echt ist alles, wonach wir streben. Echtes Glück. Echte Freunde. Echte Liebe. Echtes Leben. Echte Leidenschaft. Doch in einer Welt voller Fakes wird das Echte zu finden immer schwieriger. Aber es lohnt sich.
weil etwas Echtes ein Original ist mit einer echten Geschichte und einer echten Zukunft. Sorgen wir dafür, dass echt immer echt bleibt. Mit der Echtheitsprüfung von eBay.